Moin zusammen, hier ist Wohnschnecke Mobil. Willkommen zu unserem Video. Weiter geht es auf unserer Reise durch Andalusien. Dieses Mal geht es auf den 2023 neu eröffneten Stellplatz La Laguna in Chipiona. Wir sind unter anderem im Park Botánico in La Rábida und es wird plötzlich auf dem Campingplatz Doñana Playa sehr laut. Viel Spaß bei diesem Video. Hier auf dieser Übersichtskarte haben wir die Region farblich unterlegt, in der wir gerade unterwegs sind. Wir haben einige der Orte blau markiert, die wir in diesem Video besuchen. Wir starten beim Campingplatz La Bougainvilla bei Marbella, unsere nächste Etappe, und fahren 200 Kilometer weiter. Gegen Mittag erreichen wir den Stellplatz La Siesta de la Gaviota, der etwa 2 Kilometer außerhalb des Ortes Chipiona liegt und von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben ist. Hier fahren wir auf den Bereich mit den parzellierten Plätzen und der Rezeption und melden uns an. Da der Hauptplatz fast vollständig belegt ist, entscheiden wir uns für den neuen Bereich, der unparzelliert ist. Jetzt im März 2023 zahlen wir 20 € ohne Strom. Ab 31 Tagen gibt es 15% Rabatt. Wir drehen hier kurz und fahren zurück auf die Straße. Uns wird erklärt, dass in dem neuen Bereich zum Winter 2023-24 einige Plätze für besonders große und lange Mobile mit Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss fertiggestellt werden sollen. Hier geht es linksrum zum Eingangstor. Alle Tore und Türen lassen sich mit einem Zahlencode öffnen. Hier in der Satellitenansicht von Google Maps erkennt man gut den Stellplatz mit den kreisförmig angeordneten Parzellen sowie auf der anderen Seite der Straße die große Wiese. Auf dem Gelände befindet sich auch ein großes Wohnhaus mit eingezäuntem Garten. Bei einem weiteren Gebäude sind diverse Gartengerätschaften geparkt. Wir entscheiden uns für ein Plätzchen, das etwa mittig zwischen Straße und Strand neben einem kleinen Hühnerstall liegt. Kleine Büsche und Bäume sind hier neu gepflanzt worden. Es gibt mehrere kleine halboffene Holzhäuschen, in denen sich Dusche, Toilette, Waschbecken und Abwaschbecken befinden. Einige weitere sind noch im Bau. WLAN ist auf dem Platz nicht vorhanden, was uns persönlich nicht stört, da der Empfang über unseren mobilen Router ausgezeichnet ist. Hier sind wir auf der schönen Wiese direkt am Strand, die zum Stellplatz gehört. Links neben der Palme befindet sich der Durchgang zum Strand. Am Wochenende besuchen wir den Ort Chipiona mit seiner hübschen Strandpromenade.
Am südlichen Ortsrand von Scipiona hat vor kurzem der neue Stellplatz Area Autocaravanas La Laguna eröffnet, den wir euch jetzt vorstellen wollen. Die Rezeption ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Wenn man später ankommt, ruft man die angegebene Telefonnummer an. Der Platz kostet jetzt im Winter 9 Euro ohne Strom und 12 Euro mit Strom. Wir machen jetzt mit euch einen kleinen Rundgang über den Platz. Es gibt 40 Stellplätze. Hier in der Mitte, die schräg angeordneten Plätze, eignen sich für lange Wohnmobile oder Wohnmobile mit angespanntem Hänger. Hier rechts hinter dem Stellplatz liegt ein großes unbebautes Grundstück, auf dem ein paar Hühner laufen. Rechts sieht man die großzügig angelegte Fern- und Entsorgung. Die größeren Wohnblocks, die man sieht, sind vermutlich zum größten Teil Ferienwohnung und aktuell ist beinahe nichts belegt. Dementsprechend ist es derzeit sehr ruhig. Es gibt 12 Stromanschlüsse, die alle auf der rechten Seite sind. Die Sanitäranlagen befinden sich in einem umgebauten Schiffscontainer. Durch die Größe des Schiffscontainers ist die Luft hier drin viel besser als in den üblichen kleineren Sanitärcontainern. Die Toiletten und Duschen sind sehr sauber. Ja, wir füllen Wasser auf. 25 Liter fehlen. Genau. Geht recht schnell, Wasserdruck ist hier ganz gut. Der Internetempfang über unseren mobilen Router ist sehr gut. WLAN wird nicht angeboten. Man kann Plätze reservieren, die durch ein sprechendes Schild gekennzeichnet werden. In der Nähe gibt es einige Restaurants. Die meisten sind jetzt Ende März auch geöffnet. Der sehr schöne Strand liegt 400 Meter entfernt. Nach ein paar Tagen geht es für uns wieder weiter. Zu Aldi und Dia sind es ca. 1,8 Kilometer. Unser nächster Übernachtungsplatz liegt in Umbrete, einem kleinen Ort mit 9.500 Einwohnern. Er liegt 5 Fahrminuten von der Autobahn A49 entfernt und ist somit auch bestens als Etappenplatz Richtung Algarve geeignet. Der kostenlose, ruhige Stellplatz am Ortsrand hat offiziell 20 Plätze, aber es passen mehr Fahrzeuge. Hier links liegt die Fern- und Entsorgung, die ebenfalls kostenlos ist. Stromsäulen gibt es hier nicht. Die Höchstparkdauer beträgt 48 Stunden. Fußläufig sind Supermarkt, Restaurant und Hähnchenimbiss entfernt. Wir fühlen uns sehr sicher und die Polizei fährt auch regelmäßige Kontrollen. 10 Minuten entfernt liegt eine Bushaltestelle, von der man günstig ins ca. 20 Kilometer entfernte Sevilla fahren kann.
Ostersamstag geht es ins Freilichtmuseum Muelle de las Carabelas in La Rábida. Hier links neben dem Zebrastreifen geht es zum Eingang. Rechts sieht man bereits den vorderen Teil des großen kostenlosen Parkplatzes. Das Museum ist im Winter dienstags bis sonntags von 9:30 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 3,60 € Eintritt. Zum 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus wurden Nachbauten der 3 Entdeckerschiffe, dem Frachtschiff Santa Maria sowie der beiden kleineren Karavellen Pinta und Niña gefertigt. Seit 1994 kann man sie in diesem Museum besichtigen. Ein kleines Stück weiter liegt der Eingang des Botanischen Parks José Celestino Mutis. Der gesamte Park ist hübsch mit einem See, verschiedenen Wasserläufen und zahlreichen Bänken angelegt. Neben bunten Pflanzen kann man auch zahlreiche große Märchen-, Film- und Comicfiguren wie zum Beispiel Tim und Struppi entdecken. Wir genießen den Aufenthalt und können euch den Park sehr empfehlen. Der Eintritt ist frei. Jetzt im Winter hat der Park dienstags bis sonntags von 9:30 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet. Wir wollen die nächste Zeit auf dem Campingplatz La Doñana Playa verbringen. Hier sind wir jetzt auf der Zufahrt zum Campingplatz. Er hat 2023 vom 9. Februar bis zum 12. Dezember geöffnet. Im Winter hat er geschlossen. Hinter der Einfahrt links sehen wir die Fähr- und Entsorgung, auf der gerade ein Wohnmobil steht. Der Wasserdruck ist leider sehr niedrig. In der Nebensaison bekommen wir direkt an der Rezeption einen günstigen Preis, da wir etwas länger bleiben. Die Rezeption hat täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet.
Der Boden ist sehr weich und sandig und man kann sich hier leicht festfahren. Daher begutachten wir die Parzellen sorgfältig, damit uns das nicht passiert. Manchen Parzellen sieht man es direkt an, aber bei manchen muss man etwas mit dem Fuß aufstampfen, um ein Gefühl für die Festigkeit zu bekommen. Wir entscheiden uns schließlich für eine Parzelle, bei der wir seitlich dicht zum Weg einparken können und auch das Gestänge für die Beschattung nicht im Weg ist. Ein kleiner Trinkwasserbrunnen befindet sich schräg gegenüber. Wir übernachten in der günstigsten Kategorie für ca. 13 € inklusive Strom, Duschen, WC und Ver- und Entsaugung. Weitere Infos und Koordinaten zu den Camping- und Stellplätzen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Der Campingplatz ist sehr groß und von unserer Parzelle ist der Weg zum Strand runter recht weit. Wir nehmen euch mit dem Fahrrad mit auf die Fahrt zum Strand. Hier kommen wir an einigen Parzellen vorbei, die im Schatten unter Pinien liegen. Links sehen wir eines der beiden großen Sanitärgebäude. Hier rechts befinden sich die Premiumplätze, die einen betonierten Untergrund haben und direkt neben dem großen Swimmingpool liegen. Beim Poolbereich gibt es ein großes Restaurant mit Außenterrasse. Hier rechts die Straße rein ist ein kleiner Supermarkt. Unter anderem bekommt man hier auch frisches Brot und Brötchen. Der nächste größere Supermarkt ist in Mazagón, ca. 15 Minuten entfernt. Zwischen der Rezeption und den Campingparzellen befindet sich ein größerer Bereich für Dauercamper. Zurzeit sind jedoch wenige Dauercamper anwesend. Es gibt auch verschiedenste Arten von Mietunterkünften.
Die Kassettentoilette kann man jeweils bei den Sanitärgebäuden entleeren. Die Sanitärbereiche werden mehrmals am Tag gereinigt. Die Waschmaschine kann mit bis zu 10 Kilogramm beladen werden. Einmal waschen oder trocknen kostet jeweils 4 Euro. Die Maschinen können wahlweise per App oder mit Bargeld bezahlt werden. So, was man da am Himmel sieht, ist gerade irgendwie eine Rakete, die hier gestartet wurde. Ja, wie immer, man kriegt sowas zu spät mit. Aber war Hölle laut. Jetzt sind noch 2 weitere Bodenluftraketen abgefeuert worden. Östlich neben dem Campingplatz befindet sich ein Militärgebiet. Während unseres 3-wöchigen Aufenthaltes sollte dies jedoch der einzige Tag mit kurzen Übungsaktivitäten sein. An der Rezeption erhält man die Zugangscodes für das kostenlose WLAN, das bei uns gut funktioniert. Im nächsten Video wird unsere Wohnschnecke überraschend kurzzeitig pink. Wir erkunden weitere kostenlose kommunale Stellplätze und bekommen von oben einen fantastischen Blick auf den Rio Tinto. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert doch gleich unseren Kanal und drückt die Glocke. Auch ein großes Dankeschön an jeden von euch, der unseren Kanal bereits abonniert hat. Wir freuen uns sehr und das spornt uns richtig an. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und bedanken uns fürs Zusehen.